6 Monate lang folgte ein 70 Kilo schwerer schwarzer Cane Corso dieser Frau von Raum zu Raum, saß vor jeder Tür, die sie schloss, und ließ sie keine Sekunde aus den Augen. Alle sagten, er wäre besessen. Alle sagten, mit ihm stimmt was nicht. Dann, um 1:14 Uhr nachts an einem Mittwoch, verstand sie endlich, was er ihr die ganze Zeit versucht hatte zu sagen. Sabine hat sich Onyx nicht ausgesucht, Onyx hat sich Sabine ausgesucht. Das erzählt sie heute jedem, aber damals fühlte es sich nicht wie eine Wahl an. Es fühlte sich an, als hätte sich ein 70 Kilo schwerer Schatten an ihr Leben geheftet und würde einfach nicht mehr verschwinden. Sie fand ihn an einem Dienstag im September, angebunden an einen Laternenpfahl vor einem Supermarkt in der Hamburger Innenstadt. Kein Halsband, keine Marke, nur ein pechschwarzer Cane Corso mit kupierten Ohren, einer Kette, die so fest um den Pfahl gewickelt war, dass sie ihm in den Hals schnitt, und den ruhigsten Augen, die sie je bei einem Hund dieser Größe gesehen hatte. Sabine rief im Tierheim an. Die sagten, sie kommen in 2 bis 4 Stunden. Sie schaute den Hund an, der Hund schaute sie an. Sie rief stattdessen ihre beste Freundin an. »Ich glaube, ich habe gerade einen Hund gefunden.« Ihre Freundin lachte. »Du wohnst auf 55 Quadratmetern. Was für ein Hund!« Sabine schaute Onyx an. »Ein großer.« Sie gab ihm nicht mal in der ersten Nacht einen Namen. Sie brachte ihn einfach mit nach Hause, gab ihm Wasser und ließ ihn auf dem Badezimmerboden schlafen, weil sie nicht wusste, was sie sonst tun sollte. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, lag er vor ihrer Schlafzimmertür. Nicht drinnen, nicht auf dem Bett, vor der Tür, mit Blick in den Flur, als hätte er die ganze Nacht Wache gestanden. Sie nannte ihn Onyx, weil er das Schwärzeste war, was sie je gesehen hatte. Sein Fell schluckte das Licht. In einem dunklen Raum sah man nur 2 bernsteinfarbene Augen, die in den Schatten schwebten. Ihre Nachbarin sah ihn zum ersten Mal und schrie tatsächlich auf. Ihr Vermuter schickte ihr eine E-Mail mit dem Betreff: Wir müssen über das Pferd in ihrer Wohnung reden. Aber, also Leute, jetzt kommt's. Onyx war sanft. Absurd, fast schon komisch sanft. Er hatte Angst vor Plastiktüten. Er flüchtete vor dem Mixer. Er begegnete einmal einem Kätzchen auf dem Gehweg und versteckte sich hinter Sabines Beinen wie ein 70-Kilo-Kind, das sich vor einer Spinne fürchtete. Er ließ die Frau in der Zoohandlung ihm eine Geburtstagsmütze aufsetzen und saß komplett still, während wir ein Foto machte. Er wehrte sich nicht. Er schaute nur Sabine an mit einem Blick, der sagte: »Siehst du das gerade? Hilfst du mir?« Der erste Monat war okay. Im 2. Monat begann Sabine etwas zu bemerken. Onyx folgte ihr. Nicht so, wie Hunde Menschen wegen Futter oder Aufmerksamkeit folgen. Er folgte ihr wie ein Personenschützer. Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Wenn sie eine Tür schloss, saß er davor. Wenn sie schliefen ging, legte er sich neben das Bett. Wenn sie die Wohnung verließ, wartete er an der Tür. Und wenn sie zurückkam, beschnupperte er sie, als würde er sie auf Schäden untersuchen. Ihr Tierarzt meinte, es könnte Trennungsangst sein. Ihre Freundin sagte, es wäre obsessiv. Ihre Mutter, die noch nie Hunde gemocht hatte, sagte: Dieser Hund beobachtet dich, als wüsste er etwas, das du nicht weißt. Krass, oder? Sabine lachte es weg. Sie fand es süß, manchmal nervig, aber süß. Ich sehe, ihr schaut immer noch zu, aber habt noch nicht abonniert. Das bricht mir echt das Herz, Leute. Drückt jetzt auf Abonnieren. Was um 1 Uhr nachts passiert ist, wird alles verändern. 6 Monate vergingen. Nichts änderte sich. Onyx folgte, Sabine lebte ihr Leben. Sie arbeitete als freiberufliche Fotografin von ihrem Laptop aus. Sie bearbeitete Fotos am Küchentisch, während Onyx darunter lag, sein massiger Körper den gesamten Boden einnahm, sein Kopf auf ihren Füßen ruhte. Sie scherzte, er wäre der schlechteste Assistent, den sie je hatte, weil er nur auf ihre Hausschuhe salberte und während Kundengesprächen schnarchte. Aber da war ein Verhalten, das sie sich nicht erklären konnte. Jede Nacht zwischen Mitternacht und 2 Uhr stand Onyx auf, ging in die Küche und stellte sich vor den Herd. Einfach nur dastehen und starren. Manchmal 5 Minuten, manchmal 20. Dann ging er zurück und legte sich wieder hin. Sabine dachte, es wäre eine Macke. So eine dieser komischen Hundesachen, über die Leute im Internet posten. Sie hätte fast ein TikTok darüber gemacht. Mein Cane Corso hat eine Mitternachts-Herd-Obsession. Sie machte dieses Video nicht. Und sie ist dankbar dafür, denn es wäre das letzte gewesen, worüber sie je gelacht hätte. Es war ein Mittwoch im März, 1:14 Uhr nachts. Sabine war auf der Couch eingeschlafen, ihr Laptop noch aufgeklappt. Onyx lag auf dem Boden neben ihr, wie immer. Und dann stand er auf. Er ging diesmal nicht zum Herd, er ging zu Sabine.
Er drückte seine Nase in ihre Hand. Sie wachte nicht auf. Er drückte fester. Sie stöhnte und drehte sich um. Dann tat er etwas, das er noch nie zuvor getan hatte. Er packte den Ärmel ihres Pullovers mit den Zähnen und zog. Sabines Augen rissen auf. Onyx stand über ihr, 70 Kilo schwarze Muskeln. Und für einen Bruchteil einer Sekunde hatte sie Angst. Dann roch sie es. Gas. Die Flamme des Herds war ausgegangen. Nicht erst heute Nacht. Laut Feuerwehr hatte das Ventil seit Wochen, vielleicht Monaten langsam Gas verloren. Kleine Mengen, nicht genug, um es tagsüber bei gekippten Fenstern zu riechen, aber nachts, wenn die Wohnung geschlossen war, hatte sich das Gas in der Küche gesammelt. Echt jetzt, das hatte Onyx jede Nacht seit 6 Monaten gemacht. Er hatte nicht den Herd angestarrt, er hatte das Leck gerochen. Seine Nase konnte wahrnehmen, was ihre nicht konnte. Und jede einzelne Nacht überprüfte er es, überwachte es, wartete. Geschichten wie diese sind der Grund, warum es uns gibt. Manche Hunde verbringen ihr ganzes Leben damit, auf einen einzigen Moment zu warten. Die Feuerwehr kam um 2 Uhr. Sie stellten eine Gaskonzentration in der Küche fest, die gefährlich nah an der Zündgrenze lag. Der Feuerwehrmann schaute Sabine an und sagte etwas, das sie nie vergessen wird. Wenn sie heute Nacht einen Lichtschalter betätigt hätten oder eine Kerze angezündet hätten, wäre diese Wohnung weg gewesen. Und sie auch. Sabine schaute zu Onyx, der an der Haustür saß, völlig ruhig und die Feuerwehrleute mit derselben stillen Intensität beobachtete, die er in alles legte. Sie kniete sich hin, vergrübt ihr Gesicht in seinen Hals und schluchzte. Er hatte versucht, es ihr zu sagen. 6 Monate lang. Jede Nacht am Herd. Jeder Schritt hinter ihr. Jede Tür, die er bewachte. Er war nicht besessen. Er war nicht ängstlich. Er war ein Cane Corso, der genau das tat, wofür Cane Corsos seit Jahrhunderten in Süditalien gezüchtet wurden. Seinen Menschen beschützen, nach der Bedrohung Ausschau halten, die sonst niemand sehen konnte. Ihre Mutter rief am nächsten Morgen an. »Folgt dir der Hund immer noch überall hin?« Sabine lächelte. »Ja, Mama, tut er.« Ihre Mutter machte eine Pause. »Gut.« Heute ist Onyx 4 Jahre alt. Sabine ist in eine größere Wohnung mit Garten gezogen. Sie hat den Herd austauschen lassen. Sie hat einen Gasmelder installiert. Aber sie weiß, der beste Detektor im Haus wiegt 70 Kilo, hat Bernsteinaugen und kontrolliert immer noch jede einzelne Nacht zwischen Mitternacht und 2 Uhr die Küche. Manche Gewohnheiten bricht man nicht. Manche Beschützer hinterfragt man nicht. Denn manchmal ist der Hund, den alle besessen nennen, der Hund, der dir so leise das Leben gerettet hat, dass du es nicht mal bemerkt hast. Und manchmal folgt dir ein 70 Kilo schwerer schwarzer Schatten nicht, weil er ängstlich ist. Er folgt dir, weil er schon weiß, was kommt. Und er wird es nicht zulassen. Hat euer Hund jemals etwas gemacht, das ihr euch erst später erklären konntet? Schreibt es mir in die Kommentare.